Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, und hier habe ich das letzte Werk drin und ich möchte ein bisschen weitermachen. Was mir aufgefallen ist bei diesen Büchlein, die sind sozusagen immer, die Seite ist immer geklappt und eingeheftet worden. Das heißt, auf der einen Seite ist immer so ein Faden. Ja, das ist also eine geklappte Seite, die eingeheftet worden ist. Und auf der anderen Seite ist dann so ein kleiner Abstand. Nur, falls ihr Interesse an diesen Büchern habt, dass ihr das wisst, es ist nicht so super durchgehend. Und wenn, hat man hier einen Faden. Stört mich jetzt aber für meine Kritzeleien nicht. Ja, ich habe ein nettes Aquarellvideo gesehen. Wenn ich es noch finde, verlinke ich es euch irgendwo hier in der Infobox. Also sprich, hier irgendwo poppt gleich was auf. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, ich mache das doch auch mal. Ich versuche das mal. So kleine Wesen gesehen in Farbklecksen hat die gute Dame. Und ja, ich greife mir hier meine Heftchen so ein bisschen zusammen, dass die Seiten nicht so wölben. Und ich fange einfach mal an. Ich mache auf jede Seite ein kleines Gemälde und schaue mal. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ich brauche auf jeden Fall Farbe und eine Menge Wasser. Und dann schauen wir mal. Und ein Strohhalm. Ja. Okay, dann lege ich doch mal los. Mal schauen. Ordentlich Wasser, ordentlich Farbe. Ich weiß, dieses Papier saugt sehr schnell und sehr, sehr, sehr dick. Und dann sehr dick ist es nicht, aber es saugt wahnsinnig schnell auf. Und wenn man ein bisschen mit Pusten spielen möchte, dann muss man halt ein bisschen Flüssigkeit auf dem Papier haben, ne? Ja. Ich habe noch keine Ahnung. Ich lasse das mal trocknen auf der Seite. Machen wir auf der anderen weiter. Ich mache das jetzt mal anders. Jetzt setze ich mal eine Menge Wasser drauf. Und setze dann da verschiedene Farben hinein. Da ich noch mit Feinliner drauf arbeiten will, versuche ich nicht an granulierende Farben zu kommen.
glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat die Dame das auf einem Mix Media oder auf einem heiß gepressten Papier gemacht. Das geht natürlich dann deutlich besser. Ja, machen wir da noch irgendwas rein? Vielleicht doch noch so ein bisschen. Gut, dann muss das erstmal trocknen. So, ihr Lieben, die Bilder sind getrocknet und haben auch schon 2, 3 Tage gelegen. Ich habe immer wieder drauf geschaut und irgendwann hat sich für mich etwas rauskristallisiert. Und zwar habe ich in diesem Bild einen Drachen gesehen. Und weil ich noch nicht so sicher bin mit hier gleich draufmalen und ob die Form passt, kann ich euch nur den Tipp geben, wenn es euch genauso geht, nehmt euch so ein bisschen durchsichtiges Papier, legt euch das drauf und dann könnt ihr erstmal malen, wo ihr denkt, wo die Formen und die Linien langlaufen, die ihr seht. Und das habe ich gemacht. Und jetzt zeige ich euch, wo ich meinen Drachen sehe. Und zwar sehe ich ihn da, in etwa. Es ist ein Fantasiedrache, ne? Es ist nicht alles proportional. Und ja, er hat hier ein Bein, da ein angedeutetes Bein, da hinten noch eins. Und das Bein ist aber unter diesem Flügel zum Beispiel verschollen. 2 Flügel, der Kopf geht hier so ums Eck und hier schlagen Flammen raus. Ja, und jetzt versuche ich das mal mit dem Feinliner erstmal umzusetzen. Ist nicht so leicht, glaube ich. Okay, aber ja, wird, ne? Ich kann ja das hier mal so drauf festmachen und dann immer wieder umklappen. Ja, auch ihr seht, ich lerne noch neue Dinge. Ja, so, hier wird jetzt mein
So, ich habe diesen Drachen jetzt grob umrandet und jetzt bin ich dabei, alles, was nicht zum Drachenkörper zugehört, mit kleinen Kieseln oder quadratischen Felsformationen zu versehen. Ja, das, was ich hier mache, bereue ich nachher ein bisschen. Und zwar umrahme ich jetzt den Körper im Grunde mit ein bisschen Gold. Gefällt mir aber hinterher nicht mehr und ich werde das dann wieder wegnehmen. Ja, da das Bild sowieso schon so unruhig ist, wollte ich jetzt nicht noch die Schuppen vom Drachen mit dem Fineliner andeuten, sondern ich mache das jetzt mit verschiedenen Buntstiften, die sich überlappen und am Ende finde ich das dann ganz gelungen. Ja, und hier beginne ich dann nochmal wieder mit einem Bleistift ein bisschen Tiefe reinzubringen, Schatten zu setzen, sozusagen immer da, wo der Körper ja einen Schatten wirft, weil er höher ist als der Rest.
Ihr kennt das ja schon von meinem Bilderchen, ne? Wird es ein bisschen dunkler gemacht und ich werde auch um den Drachen herum noch ein bisschen schattieren. Ja, und dann beginne ich nochmal die goldfarbenen Akzente wieder wegzunehmen, gehe da nochmal mit dem Fineliner rüber und mal die nochmal über, setze nochmal ein paar Punkte ein bisschen dicker und arbeite jetzt noch so ein paar Sachen raus. So, ihr Lieben, da ist mein kleines Werk, mein Drache. Ich bin wirklich ganz glücklich damit. Also es ist nicht so leicht, so aus so einem abstrakten Klecks etwas rauszuzaubern. Und das muss natürlich auch nicht realistisch sein und so, ne? Kunst ist frei. Und ganz ehrlich, das hat mir hier wahnsinnig geholfen, erstmal vorzukritzeln, ohne dass ich gleich mein Bild irgendwie zerstöre, um so eine Idee zu bekommen. Wo sitzt es denn überhaupt? Wo sitzen die einzelnen Sachen, die ich da einfügen möchte? Ja. Ich bin glücklich damit. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Hinterlasst es mir doch mal gerne in den Kommentaren. Und im nächsten Video, ich weiß nicht, ich sehe hier diese Fische mit diesen Flossen, die so giftig sind. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Na, hier so ein Fischkörper, der auf einen zuschwimmt und hier sind diese Flossen. Mal schauen, ob das so bleibt oder ob ich noch was anderes entdecke. Aber das wird dann ein anderes Video. Ja, wem dieses Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, probiert euch gerne aus, macht Kleckse und guckt mal, was ihr drin seht. Ne? Und ich verlinke euch nochmal das Video, was mich inspiriert hat, hier unter diesem Video. Und ja, schaut auch da gerne mal rein. Und über einen netten Kommentar dazu würde ich mich natürlich immer gerne freuen. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.